1849 durchforsteten Archäologen in der antiken Stadt Ninive im Nordirak staubige Ruinen in der Hoffnung, Aufzeichnungen zu finden, die beweisen, dass die Geschichten der Bibel wahr sind. Stattdessen fanden sie eine der ältesten Bibliotheken der Welt. Auf bröckelnden Tontafeln war eine 4000 Jahre alte Geschichte eingraviert, die so fesselnd war, dass die erste Person, die sie übersetzte, absolut begeistert war. Das sogenannte Gilgamesch-Epos beginnt damit, dass Gilgamesch, König der Stadt Uruk, jede Hochzeit stürmt und mit der Braut schläft, bevor diese die Chance hat, mit ihrem Gemahl zu schlafen. Um Gilgamesch zu zähmen, erschafft die Göttin Aruru einen Rivalen namens Enkidu, der außerhalb der Stadtmauern lebt, wo das Chaos herrscht und wilde Tiere, Invasoren und böse Geister lauern. Als eine Priesterin der Göttin Ishtar Enkidu verführt, verstoßen ihn die wilden Tiere jenseits der Mauer und er zieht in die Stadt. Dort trifft er auf Gilgamesch bei seinem üblichen Treiben. Enkidu will ihm Einhalt gebieten. Die beiden fast ebenbürtigen Männer kämpfen in den Straßen gegeneinander, bis Gilgamesch den Kampf um Haaresbreite gewinnt. Ab da sind sie unzertrennlich. Mit seinem neuen Freund konzentriert sich Gilgamesch nun darauf, seine Stärke im Kampf zu beweisen. Sie ziehen aus, um Humbaba zu vernichten, eine Kreatur mit 1000 Gesichtern, die die Bäume des Zedernwaldes bewacht. Sie verfolgen Humbaba und fallen über ihn her. In die Enge getrieben, bettelt der um sein Leben und verflucht sie, als Gilgamesch ihm den letzten Hieb versetzt. Wieder zu Hause in Uruk verliebt sich die Göttin Ishtar in Gilgamesch. Da er weiß, dass sie dazu neigt, das Interesse zu verlieren und ihre Verflossenen dann zu verfluchen, lehnt Gilgamesch ihre Annäherungsversuche ab. Also lässt Ishtar den Himmelsstier auf Uruk los, um die Ernte zu zerstören und die Menschen zu töten. Als Gilgamesch und Enkidu die Kreatur töten, um die Stadt zu verteidigen, lassen die Götter Enkidu sterben. Er kommt ins Haus des Staubes, die finstere mesopotamische Unterwelt, in der die Geister der Toten ewig auf dem Boden knien, Lehm essen und Stein trinken. Aus Trauer um Enkidu und aus Angst, das gleiche Schicksal zu erleiden, macht sich Gilgamesch auf den Weg hinter die kosmischen Berge, um Unsterblichkeit zu erlangen. Er trifft auf Skorpionmenschen und kommt an Hainen aus Edelsteinbäumen vorbei, reist unter den Bergen hindurch und läuft der aufgehenden Sonne davon, bis er schließlich am Ende der Welt ankommt, wo er eine Schenke vorfindet. Die Wirtin ist eine Göttin namens Shiduri, die Gilgamesch auffordert, seine Suche aufzugeben. Sie sagt ihm, dass alle Sterblichen sterben müssen, aber bis der Tod kommt, solle er sein Leben genießen. Aber Gilgamesch weigert sich aufzugeben. Widerwillig verrät ihm Shiduri, wie er das Wasser des Todes überqueren kann, um seinen unsterblichen Urahn Utanapishti zu treffen. Nach einer großen Flut wurde Utanapishti von den Göttern Unsterblichkeit verliehen. Während dieser hatte er sich ein Boot gebaut, ein Paar jeder Tierart darauf geladen und war auf einem Berggipfel gelandet. Auch Utanapishti mahnt Gilgamesch zu akzeptieren, dass der Tod jeden ereilt. Aber Gilgamesch gibt trotzdem nicht auf. Also erklärt Utanapishti, dass die Götter ihm eventuell Unsterblichkeit gewähren, wenn er den Schlaf besiege. Daraufhin will Gilgamesch 7 Tage lang wach bleiben, schläft aber sofort ein. Da erzählt ihm Utanapishti von einer magischen Pflanze, die auf dem Meeresgrund wächst und ewige Jugend verleiht. Zwar findet Gilgamesch die Pflanze, doch auf dem Heimweg wird sie ihm von einer Schlange gestohlen. Aber als Gilgamesch seine schöne Heimatstadt wiedersieht, akzeptiert er seine Sterblichkeit und schwört, den Rest seines Lebens große Taten zu vollbringen. Er schreibt seine Geschichte auf eine Lapislazuli-Tafel und vergräbt sie unter den Stadtmauern, damit zukünftige Generationen sie finden und aus ihr lernen können. Die in Ninive entdeckten Tafeln waren Teil der Bibliothek des assyrischen Königs Aschurbanipal. Und auch wenn die Geschichte darauf mythisch ist, war Gilgamesch wahrscheinlich wirklich ein König von Uruk. Manche Versionen seiner Geschichte sind aus der Zeit um 2000 vor Christus oder vielleicht sogar noch älter und schlagen sich noch heute in der Literatur nieder.
TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.